What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Ich glaube, das sind ein paar Radikale hier. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Aber okay, der Marshall war ein Ritter, der ihn hier geschaffen hat. Also war er auch gleichzeitig ein Vampir, oder? I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the east end of all Skals. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Genau, Fergal, der X-Men-Vampir. Okay, wir wissen jetzt definitiv genug. Wir treten bei. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Das war doch jetzt eine leichte Aufnahme, oder? Please gather and welcome this Econ as one of our own. Is he worthy? Is he Klar, pure? natürlich. Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. So erkläre ich euch zu Mann und Frau. Econ, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Ich wollte gerade sagen, reicht nicht einfach nur klassisches Händeschütteln. Willkommen an Bord. Willkommen im Club. Wir unterschreiben natürlich jetzt mit Yokai. Denn die nehmen wir auch mit in den Club. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Jawohl, huldigt mir. Ich bin jetzt hier so der Oberchecker hier von euch. Okay, man kann nur mit dem Alten reden. Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Ja, der ist von Dawson's Creek, 100 Pro. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. Oh, I am merely a mortal member. And a dying one at that. wie, er ist krank? Wir heilen ihn. Personally, I consider my advancing years
are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. Okay, er wird halt alt. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Und warum macht ihn keiner zum Vampir? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Oh, sehr, sehr elitär hier. Alles klar. Er ist berühmt? Wer ist er? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Ach, er ist die Stütze. Alles klar. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wer er ist. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Okay, dann lass uns doch einfach alle Wachen von Priwen zu Vampiren machen. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Ja, ich sag ja, wir sollen sie zu Vampiren machen. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Okay. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Ah, eine Mauer bringt auch nichts. Ist ungerecht vor allem. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Wir könnten auch eine komplette Mauer um England machen. Das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want Es wird ein riesiger Wassergraben um England nicht schon reicht. Sicher, sicher. Let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally,
but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You are spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Es war doch gut, dass wir hier den Furby kaputt gemacht haben. Furby, den X-Men. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Oder X-Men. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ja, der will bestimmt, dass wir sein neuer Schoßhund werden. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skals. Skals sind Opfer, Skals sind bösartig. Nee, einige Skals sind sogar friedlich. I have met peaceful and wise Skals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of Alles, the was Absolute nötig Club. ist. You have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Ei, Sir. Was passiert jetzt? Oh, wir haben eine neue Bannstufe. Können wir jetzt zu Venus? Was für eine Bannstufe haben wir denn? Wo sehe ich das? Bannstufe 4, so wie das aussieht. Und dann können wir zu Venus. Auf zu Venus. Muss sie bloß wieder finden. Also aufräumen, hier könnten sie schon mal im Club. Was dachte du, bist da das Navi? Schinken, einen wunderschönen guten Morgen und vielen lieben Dank für deinen Raid und herzlich willkommen an alle Raider. Hallo Reini zum zweiten. Also dir eine gute Nacht, schlaf gut und gute und schnelle Besserung. Schinken, was gab's denn heute bei dir zum Sehen? Ich hoffe, ihr hattet... Warte mal kurz den Shoutout ab. OWOW. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei World of Warcraft, Questen, Leveln und die Horde ein bisschen ärgern. An alle Raider, die mitgekommen sind, euch stelle ich mich natürlich auch ganz kurz vor. Mein Name ist Daniel oder Whitestar85. Bei mir hier auf dem Kanal gibt es kein Pro-Gaming zum Sehen, aber dafür viel Fails und viel Spaß. Ja, auf alle Fälle gibt es dann auch Horror- und Story-Games hier im Angebot und aktuell sind wir bei dem Story-Game und Rollenspiel Vampyr tätig. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, haut sie gern raus in den Chat.
Viel Spaß. Welches Level bist denn? Welche Rasse, welche Klasse? Main Character heute gespielt oder Twink? Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Okay, wir müssen Bürger auf hier Infektion überprüfen. Wie mache ich das? Troll Mage Level 17 bei SOD. Ist SOD das neue Add-on? Also ich habe aufgehört mit dem Add-on nach Pandaria. Nach Pandaria habe ich glaube aufgehört. Mal. Vampyr, gutes Game. Ja, es macht echt Laune. Muss ich zugeben. Wir müssen jetzt zur Venus. Wie kommen wir am schnellsten zur Venus? Weil wir können sie jetzt bezirzen. Weil hier etwas klopft. Ich glaube einmal hier rum ums Eck. Hier klopft doch irgendwas. Neue Classic quasi mit neuen Fähigkeiten und Möglichkeiten, deinen Chart zum Skillen. Also ich glaube, mein Main Character war ja damals ein Tank Paladin und ich glaube, wenn ich Classic spielen würde, also den brauche ich gar nicht als Classic spielen, weil zu Classic Zeiten war der Tank oder allgemein der Paladin einfach bloß nutzlos. Mit seinen 5 Minuten Buffs. So, wo ist die Venus? Halt, da war was zu plündern. Nehmen wir mit. Oh, ich habe Angst, in WoW wieder reinzuschauen. Ganz ehrlich, ich habe wirklich Angst davor, der Sucht wieder zu verfallen. Deshalb weigere ich mich einfach. So, wo war die Venus? Das Universum kann einen echt auffressen. Ja, mich hatte es 15 Jahre verschlungen. Wenn das doch anzeigen würde, wo man wenigstens die NPCs grob trifft. Ich will die Bannstufe jetzt ausprobieren. Ich glaube, der hatte doch hier gegen die Tür gehämmert. Orientierungslos wie eine Eintagsfliege, echt. Alles klar, Schinken. Dann vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Eine gute Nacht, schlaf gut und einen stressfreien Dienstag. Und zieh dich warm an, ist kalt draußen. So, das sind auch Vampyr-Jäger. Ich wieder echt voll die Orientierungsprobleme. Wo war das Haus von der Venus? Was das hier? Nee. Das war unser Elternhaus. Er hat doch da dagegen geklopft. Irgendwo von der Rückseite sind wir doch rein.
Weil hier waren die... Ich bin raus für heute. Gute Nacht. Yokai, dir natürlich auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Auch vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Träum was Schönes und hoffentlich einen ruhigen, angenehmen Dienstag. Und nicht vergessen, du bist jetzt mit mir hier Mitglied im XXX Hamster Club. Oh, war das hier? Nein, war auch nicht. Ah, hier war es, genau. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Weil ich noch wach bin. Lass mich rein. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I fear you well. So, bevor wir sie hier näher kennenlernen, lernen wir erstmal ihre Hausutensilien besser kennen. You know that you are always welcome here. But at this hour of night? Ja, ich bleib nicht lang. Ich räume nur deine Bude leer und dann gehe ich eigentlich schon fast wieder. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Ja, wird alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. It's locked. Bali, Dieb ist so ein hartes Wort. Ich würde mich in-game lieber Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung nennen. Hier geht's raus, oder? Weil wir hätten uns auch anders reinschleichen können, tatsächlich. So, mal hier lüften. Und haben Vampire Verbündete unter den Lebenden? Na klar. Ja, das haben sie. Sie nennen sich selbst Bruderschaft. Sie dienen ihren unsterblichen Herren auf vielerlei Weise und sie erhalten dafür womöglich Privilegien und Wissen. Irgendwo in London ist der Sitz ihrer Macht und dort intrigiert ihr geheimer Rat gegen uns. Ich nenne diesen Ort die verlorene Bibliothek. Es ist ein Ort, an dem diese Verräter zahllose geheime und lang vergessene Bücher sammeln. Ich persönlich biete 1000 Pfund dem Ersten, der mir einen Beweis für die Existenz und den genauen Standort der Bibliothek liefern kann. Wenn auch nur kurz, ich bin auch leider wieder raus. Euch noch einen coolen, blutigen Stream. Atomic, auf alle Fälle vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Hat mich auch riesig gefreut. Dir eine gute Nacht, schlaf gut und auch einen schönen Dienstag. So, was haben wir hier? Hier. Venus Tagebuch. Ich habe den letzten Tag und die letzte Nacht durchgeweint. Es waren Freudentränen. Ich wusste nicht, dass Glückseligkeit so schmerzen kann. Gerade hat mir mein Clarence geschrieben. Er ist lebendig und unversehrt aus dem Krieg zurück. In 2 Wochen ist er zu Hause. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir so sehr. Ich kann es nicht erwarten, meinen geliebten Mann wiederzusehen. 14. August, 2 Tage vor meinem Geburtstag. Bloß ein paar Jahre früher. Clarence' Haltung macht mir noch immer Sorgen. Seit seiner Rückkehr ist er nicht mehr derselbe. In den ersten Wochen dachte ich, er brauchte einfach nur Zeit, um sich wieder einzugewöhnen, aber sein Verhalten wirkt immer unberechenbarer. Heutzutage ist er ständig draußen, Tag und Nacht und sucht Beweise. Die Grippe interessiert ihn nicht. Ich interessiere ihn nicht. Er macht mir langsam Angst. Oh, vielen, vielen lieben Dank für 100 Bits. Vielen lieben Dank. Ganz lieb von dir. Ich kann es nicht fassen. Clarence hat die Hälfte seines Lohnes auf den Kopf gehauen, um irgendwelche dämlichen Flugblätter drucken zu lassen, die er nun kostenlos in der Nachbarschaft verteilen will. Die Leute beginnen mich auszulachen. Jetzt will er irgendeinen öffentlichen Vortrag in einem kürzlich geschlossenen Theater organisieren, um die Leute vor bösen Kreaturen in London zu warnen.
Natürlich ist der Eintritt frei. Mein Mann mag unversehrt aus dem Krieg zurückgekehrt sein, aber ich fürchte, er hat dort drüben seinen Verstand verloren. Clarence hat mir gerade gestanden, dass er nicht seinen halben, sondern seinen ganzen Lohn und außerdem einige unserer Ersparnisse ausgegeben hat. Aufgrund des Krieges seien Papier und Farbe sehr teuer, sagte er, aber dieses Opfer müssten wir bringen. Mittlerweile verspotten uns die Leute öffentlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Heute hat mir der Metzger Mr. Galway die monatliche Rechnung geschickt, um vollständige Begleichung gebeten. Außerdem hat er mich wissen lassen, dass er nun jedes Mal direkt Geld sehen wolle, wenn wir Fleisch bei ihm kaufen. Angeschrieben wird nicht mehr. Der Bäcker hat mir vor 2 Tagen dasselbe gesagt. Zuerst habe ich es für ein neues Konzept wegen der Beschränkungen und der Epidemie gehalten, aber anscheinend gelten die finanziellen Abmachungen mit den Läden für meine Freunde noch. Ich habe mich so geschämt, mir haben die Worte gefehlt. So kann es nicht weitergehen. Clarence hat völlig den Verstand verloren. Er gibt all unser Geld aus und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn davon abhalten soll. Manchmal wünsche ich mir, er wäre nicht aus dem Krieg heimgekehrt. Ja, oder einfach mal mit dem Göttergatten reden. Das könnte vielleicht auch helfen. It's locked, all right. So, Venus. I feared the worst. Und angelogen hat sie uns auch. Die ist noch gar nicht bettfertig. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war. You know? Bisschen overdressed, oder nicht? How have you been since the last time we met? Die Kette muss ja voll viel How long wiegen. has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the Für manche ist schon ein Schlafanzug overdressed. Ja, okay. And it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Danke. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Ich glaube, die ist irgendwie, habe ich so den Eindruck, fröhlicher darüber, dass wir, oder also hier der Jonathan Reid aus dem Krieg zurückgekommen ist, anstatt ihr Ehemann. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Oh, die tut mir ja so leid. Halt, da waren wir gerade. Gut, Hinweise haben wir keine. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Hoffentlich ist das auf dem Ding markiert hier.
Goodbye for now. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Ja, danke.